Well, guten Tag. I'm very happy to be here and speak about the dirty business of RWE, and I'm really sad that we are at this that I'm doing this at the time of this terrible war in Ukraine. Also ich bin sehr froh, hier zu sein und auch zur RWE hier was zu sagen. Und die Rahmenbedingungen, dieser schreckliche Krieg in der Ukraine, der trägt dann nochmal sein Thema dazu bei. And as a Russian activist, I would like to start with calling for immediate end to this war and complete withdrawal of Russian forces from Ukraine. Und deshalb ist es mir wichtig, als russischer Aktivist ja auch ganz klar zu sagen, der Krieg muss sofort beendet werden und die russischen Truppen haben sich komplett aus der Ukraine zurückzuziehen. It's been a lot of discussions around, also in Germany, a lot of discussions about how is it possible to stop this war, or at least what we can do to stop this war. Es gab eine ganze Menge Diskussionen auch und da gucken wir einfach, wie jetzt dieser Krieg gestoppt werden kann. Und eine Sache haben wir möglicherweise auch hier, aber ich kriege jetzt alles Mikro. And I share the opinion that there is only one way how we can help to stop this war and avoid the bigger war in Europe. Es gibt nur einen Weg, diesen Krieg zu stoppen, und ich glaube, darüber werden wir jetzt eine Menge hören. Yeah. I share opinion that we actually can help to stop this war by cutting Vladimir Putin regime in Russia out of financial resources, which means stop buying fuel in Russia. Also da gibt es genau diesen einen Weg, Vladimir Putin da den Hahn abzudrehen, mehr oder weniger. Und da müssen wir hier diese Ressourcen ihm einfach abschneiden, was Öl, Gas und so fort und alles angeht. It's going to be very difficult because Europe is very much dependent on different types of Russian fuel. Das ist gar nicht so einfach, weil Europa doch sehr stark an unterschiedlichen russischen Lieferungen abhängt. Und da sehen wir jetzt noch was. And here on my first slide, I wanted to show you what is this dependence. And RWE is playing a big role in this dependence. Und hier auf dem ersten Chart sehen wir jetzt auch genau diese Dinge, wo wir ganz stark von Russland abhängig sind. Und genau bei diesen Dingen spielt RWE auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Talking about European Union in general, it's 45% of gas coming from Russia and 46% of hard coal. Es ist EU-weit gesehen 45% des Gases, das aus Russland kommt, und bei Steinkohle sind es 46%. 27% of oil and about 20% of a nuclear fuel that directly comes from Russia to the EU. Es sind 27% auch des Öls, was direkt aus Russland kommt, und das Uran so etwa 20%. When it's coming to Iran, it's actually even much more, because 20% is what Russia directly supplied to Europe, but another 20% supplied by Kazakhstan, which is very close ally of Russia. Also 20% ist nur so die eine Seite der Medaille, die direkt aus Russland kommt. Die andere Seite der Medaille, da spielt Kasachstan auch eine große Rolle, die auch nochmal etwa 20% dazu liefern. And this is very job to be done by European politicians if they really want to cut this dependence on Russia. That's going to be very difficult. Und das ist ganz klar der Job auch der Politiker hier in der EU, diese Linie durchzuschneiden. Das ist nicht leicht, aber das müssen wir angehen. So, how are RWE involved in this? They obviously importing gas and coal, and here I brought you some numbers, how much of a gas and coal they've been importing and having plans to import. Wir haben ja jetzt so ein paar Zahlen, wie RWE dort genau involviert ist im Bereich Gas und Kohle und so fort.
And well, when it comes to coal, it's about 12 million of tons. And they already signed the contracts up to 2025 to get this coal. Also es sind 12 Millionen Tonnen und der Vertrag ist erstmal bis 2025 abgeschlossen. A lot of natural gas, and it's not only natural gas supplies. They also been planning a joint venture with Russian company Novatek. Also Gas hat verschiedene Facetten, unter anderem auch ein Joint Venture hier, was RWE mit dem russischen Unternehmen Novatek dort plant. Yeah, to produce hydrogen, I mean this joint venture. Genau, und da wollen sie halt Wasserstoff produzieren. Das ist ja jetzt auch so dieses Thema, wo gerade viele Politiker bei uns so ihr Strohhalm noch sehen, nachdem sie gerade greifen. It's interesting that since the war in Ukraine started, a lot of Western companies said they are leaving Russia and already left Russia, but not RWE. Also es ist ja signifikant festzustellen, dass viele Unternehmen mit dem Beginn des Krieges auch aus Russland sich zurückgezogen haben, hier die aber jetzt gerade nicht. I mean specifically this joint venture to produce so-called blue hydrogen with gas together with Novatek, it was never announced that it's cancelled completely. It is on the agenda, it's just put on hold. Also Novatek ist weiterhin dort auch an Bord, weil sie hier blauen Wasserstoff mit Hilfe von Gas produzieren wollen und sie sind weiterhin in dem Geschäft vertreten. I also would like to point out at the website down there that's called Defuel Russia's War. This is the website that my organization, Eco Defense, and the German organization Urgewalt launched, almost at the beginning of Ukrainian war. Und ein kleiner Hinweis noch, die Webadresse, die hier steht, das ist genau die von Eco Defense und von Urgewalt gemeinsam hier, als der Krieg in der Ukraine losging, auch aufgebaut, eingerichtet wurde, wo genau darüber informiert wird. And you can visit this website and get a lot of information on the different companies involved in coal and gas and oil and nuclear that cooperate with Putin regime and supplying Putin regime with money to continue this war. Und auf der Seite findet ihr viele Informationen zu vielen anderen Unternehmen auch, die einfach hier im Bereich Öl, Gas, Kohle und alles, was dazugehört, aktiv sind und dadurch Putins Krieg finanzieren. Also what I wanted to show you is how this coal that's been imported by RWE for a very long time produced in Russia. Und jetzt noch so ein kleiner Blick auf das Thema Kohle und was RWE dort so alles indirekt mitverantworten tut, weil einfach die Kohle von dort hier zu uns kommt. Yeah, there are these huge coal mines out there in Siberia that are long for many kilometers and are very deep, and that basically causing environmental disaster in the region of Kuzbas in Siberia. Genau, und dieses Bild ist jetzt ein Bild aus einer riesigen Kohlemine in Kuzbas in Sibirien Richtung Altaigebirge, wo einfach hier auch ihr seht es, riesige Krater in die Landschaft gefressen werden, um dort Kohle abzubauen. Here is another picture of another mine. I wanted to show you just that you can see how close the residential buildings, the homes of people to the mine. Also hier haben wir jetzt eine andere Mine, aber was hier bemerkenswert und gleichzeitig auch schrecklich ist, finde ich jetzt, wie nah die bewohnten Orte dort an der Mine dran sind. In some cases it's just 100 meters between the homes and the border of the mine. Also das ist teilweise so um die 100 Meter nur von den bewohnten Ortschaften hier, von den Häusern bis zum Beginn der Mine. This is actually forbidden by Russian law. There must be at least 1 kilometer between the homes and the mine. But in Siberia, in Kuzbas, coal companies have so much control over local authorities that they can completely ignore any law.
Also prinzipiell ist das, was wir hier sehen, in Russland auch verboten. Da gibt es auch die Abstandsregelung von 1 Kilometer. Aber die Macht der Kohlekonzerne in Sibirien ist so stark, dass sie da einfach Einfluss nehmen können und das durchgeht. So I'm talking first of all about Kuzbass because that's the main place where up to 70% of Russian coal produced, and this is where you in Germany was getting coal all these years. It's only from Kuzbass because all exported coal come from this region. Und ich lege hier auch den ersten Schwerpunkt auf das Thema Kuzbass, weil etwa 70% der Kohle, die hier bei uns in Deutschland verwendet wird, aus dem Kuzbass kommt. Here's another picture, Kuzbass in the winter. The world famous actually, a black snow. Das ist ein Bild im Winter und das Bild spricht Bände, der Schnee ist schwarz. Those things happening regularly, I mean it's a few times at least per every winter, for a very simple reason. There is a lot of coal dust in the air, so when the snow falls down, it actually catches this coal dust and becomes black. Und das passiert da regelmäßig jedes Jahr. Da ist so viel Kohlestaub in der Luft, dass der fallende Schnee den Kohlestaub aufnimmt und dann mit auf den Boden nimmt. My organization produced in 2020 a very big report looking at how the coal mining related to the health problems that people have there in the Kuzbass. Und Ecodefense hat im Jahr 2020 einen Report erstellt, um einfach mal zu schauen, welchen Einfluss nimmt hier der Kohleabbau auf die Gesundheit der Menschen. And here's the main outcomes of, some of the outcomes, there is much more in the report. We looked at the situation over a long period of time, since 2005, and the most important thing that since 2005, the coal mining grew for 50% by the amount of coal produced. Also wir schauen uns das schon seit dem Jahr 2005 an und erstmal hat sich der Abbau um 50% vergrößert, der dort stattfindet. Und die Zahlen, die hier sind, das ist auch nur ein kleiner Ausschnitt der Zahlen. And in the report you can clearly see how coal mining is growing and the health problems are growing on a parallel. Und da lassen sich wirklich Kurven parallel legen, so wie der Abbau der Kohle zugenommen hat, haben auch die gesundheitlichen Probleme zugenommen. And today there is 16% more mortality rate in Kuzbass compared to the rest of Russia. Also die Sterberate in Kuzbass ist 60% höher als im russischen Durchschnitt. And the mortality rate from respiratory diseases, the most common in the coal regions, is 28% higher than Russian average. Ja, die Sterberate von Atem- oder auf der Grundlage von Atemwegserkrankungen liegt 28% höher als im russischen Durchschnitt. It's actually very hard to imagine and very hard to believe, but in this whole big country, Russia, that is the largest on Earth by territory, 50% of all solid waste in the whole country is generated in Kuzbass. And 99% of this is a coal waste from the coal mining. Also in dieser kleinen Region, wenn man sich Russland auf der Karte anschaut, das ist von der Fläche das größte Land der Welt, wird hier über 50% des industriellen Drecks, sage ich mal, hier in Kuzbass produziert. Und davon sind 99% aus den Kohlegruben. It's actually both environmental and the public health disaster that's happening there right now. Und das ist damit dann auch ein Desaster, was die Gesundheitsversorgung und die Gesundheit der Menschen angeht. And there is two most important reasons why those disasters are happening over a long period of time and nothing changes. Ja, und das sind genau die Gründe, warum das so lange schon läuft und sich da seit langer Zeit auch gar nichts dran geändert hat. The first reason is, of course, world famous Russian corruption, and the direct result of it is that coal companies buying out authorities, so authorities do not see what they do.
Der erste Grund, warum sich da nichts ändert, ist die allbekannte russische Korruption, dass einfach die Unternehmen sich dann entsprechende Offizielle aus der Administration, Beamte entsprechend kaufen und dann weggeguckt wird. But the second most important problem is the demand in other countries and first of all in the West, in the EU, for Russian coal. Und der zweite, ganz, ganz wichtige Grund ist einfach das Bedürfnis nach Kohle hier in den westlichen Ländern. Over the last 20 years, Russian consumption of coal inside of Russia was decreasing. At the same time, the coal mining was all the time growing. Also der Bedarf innerhalb Russlands an Kohle in den letzten 20 Jahren hat abgenommen, gleichzeitig wurde hier aber wesentlich mehr abgebaut. For only one reason, because companies like RWE been buying more and more coal from Russia. Ja, und das liegt daran, dass Unternehmen wie die RWE einfach mehr und mehr Kohle dort auch einkaufen. In the last picture I wanted to show from Kuzbas, that's from different protests, just to show you that it's not like no one cared in the Kuzbas about that. There are people just like here in Germany who trying to do something, who trying to protest a little bit, but in most of the cases, they are not heard outside of Russia, even outside of their own region inside Russia. Und das hier sind jetzt noch einige Bilder von unterschiedlichen Demonstrationen, die dort auch stattfinden. Es gibt Prozesse in Russland und er wird außerhalb Russlands wenig wahrgenommen und wenig gesehen. Yeah, that's part of the work we've been doing the last 8 years in the Kuzbas, mobilizing people, teaching them how to protest, how effectively resist to coal companies. Und das sind so Ergebnisse aus den letzten 8 Jahren, wo Leute einfach mobilisiert wurden, wo man sie unterstützt hat, wie man einen Protest aufbauen kann. And here I will be moving on the second part of a talk about RWE. They are not only involved with gas and coal in Russia, they also very much involved with nuclear power. Ja, und das zweite, in Anführungszeichen, Standbein, auf das wir hier gucken, ist jetzt das Engagement von RWE im Atom. And it's mostly through a company called Urenco that is owned 50% by EO and 50% by RWE. Und da gucken wir besonders auf Urenco und die gehören zu 50% zu E.ON und zu 50% zu RWE. Urenco has one facility in Germany. It's in Gronau, and it's a facility that enriches uranium for nuclear fuel. Und da gucken wir ganz besonders auf das Werk in Gronau, wo hier Brennstäbe angereichert werden, Uran wird angereichert. So what we've been witnessing in Russia in the past, that Urenco was sending enormous amount of radioactive waste from Gronau, and actually not only from Gronau to Russia, to be basically stored there permanently. Und was wir festgestellt haben, dass gerade von Gronau aus viel radioaktiver Müll Richtung Russland auf die Reise geschickt wurde, um es dort entzulagern. And it's basically why there was a lot of radioactive waste, because the uranium enrichment itself is enormously, as a byproduct of uranium enrichment. There is very big volumes of radioactive waste. Like every year there could be up to 5,000 tons of a new waste that produced in Gronau alone. Also das ist eine riesige Menge an radioaktivem Beiabfall, der einfach dort entsteht, wenn dort das Uran angereichert wird. Und das sind, so etwa 5.000 Tonnen pro Jahr, die dort dann anfallen und die Richtung Russland transportiert werden. What we know, well, just to make it clear, Urenco have not only German facility, they also have another uranium enrichment facility in Netherlands and more facilities in the UK. Urenco ist daneben auch noch in den Niederlanden und in Großbritannien aktiv mit Anreicherungsanlagen.
According to our numbers, there was about 45,000 tons of radioactive waste sent to Russia, in the past, from Gronau alone by Urenco. Also insgesamt von Gronau sind etwa 45.000 Tonnen radioaktiver Müll Richtung Russland geschickt worden in den letzten Jahren. And in general, since 1996, according to our estimation, there was between 120 140,000 of tons of waste sent by Urenco to Russia from different facilities. Ja, und insgesamt seit 1996 sind es so 120 bis 140.000 Tonnen radioaktiver Müll, die insgesamt von Urenco aus den verschiedenen Werken Richtung Russland geschickt wurden. Yeah, and another part of cooperation, just briefly, is that Russian Rosatom, the nuclear state company, was also sending uranium to Urenco for their production of nuclear fuel for reactors in Europe. Ja, und da ist noch so eine kleine Fußnote mit dabei, dass Rosatom, also das staatliche russische Atomunternehmen, hier auch Uran Richtung Gronau geschickt hat, damit sie daraus entsprechende Brennstäbe dann für Europa herstellen können. So here is a couple of pictures just to give you a taste. The left one is the train leaving Gronau. In those wagons, there are containers that on the Russian side, near St. Petersburg, on the right side, the next photo, that's how it's transported in Russia. It's just open. Also wir sehen hier zwei unterschiedliche Arten des Transports. Links ist es, wie es in Gronau losgeschickt wird. Also die Wagen sind nochmal mit so einer Karosserie überzogen, ein bisschen geschützt. Und in der Nähe von St. Petersburg sieht es dann anders aus, dass die Transportbehälter dort offen auf dem Zug drauf sind. And here is where the waste historically been coming in Russia. There are 4 different facilities, most of them producing uranium for military industry. Und das sind so 4 Standorte, wo diese Sachen dann hingehen und dort wurde auch Uran für militärische Nutzung produziert. In the last few years, especially in 2019 and 2020, where there were very active transportations from Gronau, waste been coming to Novorossiysk, the closest to the border. The Novorossiysk is located approximately in 2,000 kilometers from Moscow to the east. Und 2019, 2020 sind so die meisten Transporte von Gronau nach Novorossiysk gegangen, einfach weil es am nächsten ist, so etwa 2000 Kilometer östlich von Moskau. And those are fresh pictures from satellite from Novorossiysk. And here you can see it's many small, it's small because it's from the space. But there are thousands of containers that you can see that stored under open sky. And a part of this came from Germany. Also das sind recht aktuelle Satellitenbilder, die zeigen, dass da mehrere tausend Container offen rumstehen. It's very interesting places where radioactive waste are sent. They called closed cities, and Novorossiysk is also a closed city. Also das ist auch ganz interessant, wo diese Sachen hingehen. Das sind geschlossene Städte, zum Beispiel in Novorossiysk, wo dieser radioaktive Müll dann landet. And in Russia there are few of those closed cities. Usually it could have 50,000 or 100,000 or even more than that people who are actually living behind the barbed wire. The whole city is, behind barbed wire. Und solche geschlossenen Städte gibt es mehrere in Russland. Das geht von 15.000 bis 100.000 Einwohner. Und man kann sich so vorstellen, dass diese Städte ja von so einem Zaun umzogen sind und die Leute da mehr oder weniger hinterm Zaun wohnen. That's the entrance point to one of those closed cities in Russia. We were not supposed to make these photos, but we did. Also und das ist so ein Eingangstor zu so einer geschlossenen Stadt. Es ist natürlich nicht gestattet, ein Foto davon zu machen.
Ist dann trotzdem passiert. Yeah, this is state secret, basically, that it looks like this. Also alle die Augen zumachen jetzt, es ist geheim. Inside of those closed cities, there would be some military facility, like in this case, facility producing uranium also for a nuclear weapon. Und in diesen geschlossenen Städten sind dann unter anderem auch militärische Einrichtungen, die dann Uran für Waffen produzieren. And our local authorities wouldn't be real local authorities, because in those closed cities it's secret services who actually ruling the city, famous in the past KGB, which is now called FSB. Ja, und in diesen geschlossenen Städten hat die lokale Administration eigentlich nichts zu sagen. Das Ganze wird vom Geheimdienst geleitet, gesteuert, aktuell der FSB. And it's very convenient for Urenco and its host companies like RWE and EON. It's very convenient to get rid of those waste by just sending it to the place where no one can check the safety, where no activists can actually enter the city. They would never be allowed to do anything inside. So you just send waste and you can forget about it. You don't have to spend anything in Germany anymore. Und das ist natürlich für Urenco und damit auch die Mütter EON und RWE sehr bequem, den radioaktiven Abfall einfach hier in diese geschlossenen Städte zu schicken, weil da interessiert sich dann keiner mehr dafür, es kann auch keiner da hinterfragen, was passiert da genau, aus den Augen, aus dem Sinn. And it's very convenient then for European Commission to make the taxonomy that including nuclear, saying nuclear is clean and it's helping the environment. Yes, it's clean when you're sending waste to Russia all the time. Ja, und das ist natürlich auch für die EU richtig komfortabel zu behaupten, Atom ist sauber, weil der ganze Dreck ja hierhin geschickt wird. We've been for a very long time campaigning against this radioactive waste transports from Gronau to Russia. Wir haben auch schon ganz lange gegen diese Transporte von Gronau nach Russland demonstriert. Yeah, there is a few pictures I decided to show you. The left up there, it's actually Gronau itself. It's a long time ago when we did the joint blockade with German activists. But other coming from Yekaterinburg, on the right side, that is closest big city to Novorossiysk. On down pictures on the left, it's Tomsk in Siberia, and the last one is Moscow, the Deutschlandbotschaft in Moscow. Und hier sind so verschiedene Impressionen. Oben links, das ist auch eine Aufnahme aus Gronau, oben rechts eine Demonstration in Jekaterinburg, unten links Tomsk. Er ist in Tomsk in Sibirien, Westsibirien, und unten rechts ist dann vor dem Tor der deutschen Botschaft in Moskau. Between 2005 and 2009, there was dozens of actions. That was our first campaign against uranium tails coming to Russia from Gronau, and we've been organizing a lot of actions every year until in 2009, Urenco got tired of all of it and said that they stopped. Und wir haben von 2005 bis 2009 also vielfache Aktionen gestartet, regelmäßig auch Demonstrationen organisiert, sodass später Urenco müde auch wurde und gesagt hat, ja, wir ziehen uns da so ein Stück weit raus. The Russian Rosatom in 2009, when they said that there will be no more waste coming from Urenco to Russia, they said they will never ever again import those waste. And they only did it in the past because they were so poor and they needed money for nuclear safety in Russia, and that was the reason. But they said, now they are rich, it will not happen anymore. Ja, und Rosatom hat dann gesagt, ja, wenn da nichts mehr geschäftlich läuft, die uns nicht mehr liefern, dann werden wir nie mehr von euch irgendwie Atommüll abnehmen, weil in der Vergangenheit haben wir es ja auch nur getan, weil wir so arm waren und einfach die Devisen und das Geld dann auch gebraucht haben. So it was a big surprise when in 2019 we learned that they're doing it again.
Und es war eine Überraschung, als es im Jahr 2019 dann wieder losging. And we also started to protest, even if there was a pandemic and it was forbidden to protest in Russia during the pandemic. We succeeded to organize protests in more than 30 cities in Russia. Und wir haben dann auch dort dagegen protestiert, auch unter den Bedingungen der Pandemie, weil das in Russland ja ähnlich eingeschränkt war wie hier dann auch. Wir haben aber in mehr als 30 Städten dort dann auch Aktionen gemacht. I mean, right now transportations are stopped, but it's been stopped not because of a war. It was stopped more than a year ago. When the war started, Yurenka announced they suspended all cooperation with Russia. Und die Transporte haben schon seit einem Jahr nicht mehr stattgefunden, also nicht unbedingt wegen des Krieges, aber jetzt infolge des Krieges hat RWE gesagt, wir wollen da nicht mehr mit Russland kooperieren. But just like with the many other Western companies, it looks very much that they suspended for some time until things get back to normal, they think, and then they will be able to continue again. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie ähnlich wie andere europäische Länder darauf schauen, dass wenn sich das Ganze wieder normalisiert, dann kann man das Geschäft ja auch wieder anlaufen lassen. Well, I don't think it will get back to normal again. That's the thing that we have to really tell them and then make it loud. Ich glaube allerdings, das Ganze wird sich nicht mehr normalisieren und das sollten wir dann auch sehr laut in diese Richtung sagen. A last part of my speech is about what needs to be done to help stop this war in Ukraine and cut Russia out of financial resources that needed to continue war. Und der letzte Teil meiner Rede ist hier, wie stoppen wir oder wie schneiden wir Russland von finanzieller Unterstützung ab, damit der Krieg gestoppt werden kann. And first of all, RWE and other Western companies should stop buying fuels from Russia, all kinds of fuel. Und der erste und ganz wichtige Punkt ist dabei, dass RWE und alle anderen europäischen Unternehmen jetzt sofort alle Energieimporte, egal was es ist, aus Russland stoppen. Second, every joint venture with Russian companies must be cancelled. Not put on hold until things get back to normal sometimes, but completely cancelled today. Das zweite ist, alle Kooperationen und Joint Ventures mit russischen Unternehmen müssen beendet werden und nicht nur geparkt werden, sie müssen beendet werden. And of course, financial institutions and banks should immediately stop to fund Russian regime, the regime of Vladimir Putin. Und außerdem müssen noch alle finanziellen Möglichkeiten auch in Erwägung gezogen werden, um Putin hier zu stoppen. And what I would like to see actually is that when companies like RWE are not really doing anything, then the banks that are giving them money, telling them we will not give you money anymore if you don't stop to cooperate with Russians. That's what we need now. Ja, und was wir dann auch brauchen, selbst wenn Konzerne wie RWE da nichts unternehmen, dass die Banken einfach ihnen die Kredite verweigern, wenn ihr weiter mit Russland dort zusammenarbeitet.